Bei uns gibt es heute Bife de Vacío mit Kartoffeln und Zwiebeln, angeschmort über der Flamme. Der Martin hackt da drüben schon das Holz, also ihr hört ihn im Hintergrund. Und ich freue mich drauf. Also ein bisschen schnellere Sequenzen machen, wie gesagt, wir machen Feuer angemacht. Das ist für unser Abendessen. Der arme Simba kämpft ja auch mit den Moskitos, wie wir. Denkt an die Pfanne, muss da gleich drauf Ja, passen. brennt doch noch runter. Ich schneide jetzt als erstes mal die Kartoffel für die Pfanne, damit wir gleich lecker essen können. Ich mache für uns auch nur eine Kartoffel, weil das reicht. Die ist auch groß. Hört sich an wie bei meiner Oma damals. Wir teilen uns eine Kartoffel. Nebenbei haben wir hier ein bisschen Räucherstäbchen aufgestellt, weil wir haben heute doch ein bisschen mehr Mückenbefall, weil es geregnet hat und wir ein paar Mücken jetzt hier zu Gast haben. Ich muss mal einmal die Kartoffel noch abtasten. Ich schneide in relativ kleine Stücke, weil die nicht vorgekocht sind. Und wir wollen heute noch essen. Das Feuer hat jetzt eine gute Temperatur, also kann die Pfanne drauf. Und? Öl rein. Öl. Reicht. Viel hilft nicht. Wir nehmen Bife de Vacío für die Pfanne, weil das, man braucht nicht so lange braten oder nicht so lange grillen, auf dem Feuer, was auch immer. Geht relativ schnell und schmeckt super und ist nicht mit viel Fett, was mir gefällt. Aber wir machen heute nur eins, da sind immer zwei drin. Und dann möchte ich nicht über die Klamotten kippen. Erstmal trenne ich das so vom Fett. Zumindest von dem groben Fett. Weil das ist eklig. Kriegen die Hunde. Genau, die freuen sich immer. Und jetzt einfach hier in so dünne Scheiben. Das ist auch noch zu viel Fett. Eigentlich wie geschnetzeltes in Deutschland. Als nächstes kommt das Fleisch in die, oder als erstes in die Pfanne. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das wird einer fehlt. Einer. Ah! Weil ist ja heiß. Ich wollte nur vorhin die Hunde sitzen. Hör auf zu lachen. Und Zwiebeln dürfen nie fehlen. Knoblauch eigentlich auch nicht. Scheiße. Knoblauch eigentlich auch nicht.
Und jetzt? Jetzt kommt ein bisschen Salz drauf. Von meinem selbstgemachten Grillsalz. Das Fleisch ist angebraten, oder schon relativ angebraten. Jetzt tun wir die Kartoffeln rein. Verhältnis Kartoffeln zu Fleisch gefällt dem Martin, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Die Tendenz sollte doch zum Fleisch sein. Ich dachte, es wäre etwas weniger Fleisch. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. Jetzt kommen die Zwiebeln. Die sollen nämlich richtig schön kross werden. Das lieben wir. Und dieses Raucharoma ist jetzt schon geil. Dann riecht das schon und das schmeckt man nachher umso mehr auch noch. Auf die Hundereste aufpassen. Martin muss das zu seinem Leidwesen gerade einmal probieren. Meint auch fehlt noch Salz. Sag mal, wie viel? Noch? Ja, noch ein bisschen. Ja, reicht. Erstmal. Muss er sonst gleich nochmal probieren. Dann ein bisschen Pfeffer. Von meinem selbstgemachten Chilipulver auch was. Wir mögen das gerne scharf. Da muss aber jeder selber entscheiden. Wir werden uns wahrscheinlich eh noch nachwürzen gleich. Und selbstgemachtes Moringa-Pulver. Moringa ist ja der Baum des Lebens. Ja. Das ist einfach nur, dass man ein bisschen Was Gesundes im Auge hat. Ja, der Rauch. So, warte. Und hier kommen unsere Chili-Pflanzen her. Sind jetzt noch grün, aber da sind ohne Ende dran. Sarah hat die roten schon abgeerntet. Und was definitiv bei sowas nicht fehlen darf, ist selbstgemachtes Brot. Das war mein erster Versuch mit Vollkornmehl. Das ist ein bisschen flach geworden, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Nee, es schmeckt trotzdem. Das schmeckt trotzdem. Also wenn man mit anderen Mehlsorten herumexperimentiert, muss man gucken, wie das dann alles aufgeht. Aber jetzt, um das hier zu dieser Pfanne zu essen, ist das eigentlich ideal. So, schön zum lecker dabei essen. Es wird Zeit fürs Essen. Boah, sieht das gut aus. Ja, schade, dass ihr jetzt nicht hier seid. Ja, jetzt habe ich auch so langsam Hunger. Ich habe ja auch schon probiert. Ich weiß ja, dass es gut schmeckt. Ja, da sind wir da im Hintergrund. Der hätte das jetzt auch gerne. Aber der kriegt nichts. Die kriegen gleich. Die kriegen gleich ihre, genau, die Reste. Fettreste. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Und viel Spaß beim Nachkochen. Genau. Oder Braten.